Hallo meine Freunde und wieder ein neuer Film zum 944er. Und zwar wechseln wir an einem frühen Zweier heute die Dichtung vom Öl-Wasser-Wärmetauscher. So, der Öl-Wärmetauscher sitzt hier unten. Jetzt muss erstmal das Schutzblech hier oben weg. Das Hitzeschutzblech hat zwei 10er Schräubchen. Also die eine ist hier. So, nach einem Gewürge haben wir zumindest mal die erste. An die zweite kommt er besser von unten dran. Bevor wir das Gehäuse demontieren, machen wir noch den Öldruckgeber raus. Der obere ist gesteckt, ist nur eine AMB-Zunge dran. Hier ist ein 7er Sträubchen dran. Der Geber selbst hat eine Schlüsselweite 24, müsst ihr einen Gabelschlüssel nehmen, einen Ruck und das Ding ist außen. Und dann wird es mich aber gleich anpinkeln. Allzu viel läuft nicht raus, aber so eine Wanne ist gar nicht falsch an dem Platz. Das Kühlwasser müssen wir natürlich auch noch ablassen, das heißt wir machen mal die Entlüftungsschraube hier auf. Das ist die einzige Schraube am Porsche, wo 12er Schlüsselmaß hat. Dann macht er den Deckel hier oben auch auf. Die Ablassschraube am Kühler ist das blaue Ding hier unten. 13er Schlüsselweite, geht ganz leicht auf oder bricht ganz leicht ab. Der Kühler ist ganz neu, deswegen hat man hier kein Problem. So, die Ablassschraube am Block findet ihr hinten. Den Ölfilter machen wir auch noch weg. So, das Öldruckventil müsst ihr auch noch raus. Okay, war ein bisschen hartnäckig, aber jetzt geht's. Da wird auch noch ein bisschen Öl rauskommen, aber viel kann es ja nicht mehr sein. Ich hoffe, dass ich alle Teile erwische. Ist das eigentlich alles? Das Ventil kriegt er zum kleinen Finger raus. Da ist das Ventil. Seht ihr? Kleiner Finger ist genau das passende Werkzeug. Nachdem wir alle Vorarbeiten gemacht haben, müssen wir jetzt die 4 Schrauben des Gehäuses wegmachen. Eine ist hier, die zweite ist hier. An die kommen wir mal gut von unten bei. Eine. 2. Machen wir auch mal lose. Da sitzt jetzt die letzte, aber die kommen jetzt auch nicht dran. Und wir haben das Teil, die erste. Wenn die letzte Schraube mal draußen ist, könnt ihr das Gehäuse abnehmen. Ihr seht, da sitzt schön Mayonnaise drin, war schon die ganze Zeit undicht das Teil. Den Tauscher selber braucht ihr dann nur noch abziehen. Im Ölkühler ist noch Öl. Und hier sieht man auch wieder die Mayonnaise. War schon längere Zeit undicht, wahrscheinlich an den Ohrringen. Jetzt heißt es wieder stundenlang putzen, bis alles sauber ist. So, dann nehmen wir noch die Dichtung ab. Auch hier müssen wir natürlich alles gründlich putzen.
Zum Reinigen der Dichtfläche nehmen wir wieder ein bisschen Backofenreiniger. Gute Dichtfläche, ja. Die schwarze Gummibuchse hier setzt er hier im Motor ein. Dann ist die schon mal versorgt. Den Ölkühler selbst haben wir jetzt mal mit Kaltreiniger gut abgewaschen. Jetzt müssen wir hier die zwei O-Ringe tauschen. Aha. Ihr seht wieder, wie dringend es notwendig war. Die neuen Dichtringe setzt er mit Öl ein und drüber mit dem Teil. Tropfen Öl drauf und drüber mit dem Teil. Zur Montage des Gehäuses mit dem alten Öldruckventil braucht ihr auf jeden Fall so einen Dorn, und zwar den alten Dorn. Der kommt hier anstelle des Öldruckventils rein, passt ganz genau in das Gewinde. Die Gegenseite vom Dorn kommt genau hier in die Passhülse. Ihr seht, das sitzt mit null Spiel. Und dann fluchtet das hier alles und das Ventil kann arbeiten. Sonst gibt es Mo. Der Ölkühler wird vor der Montage in das Gehäuse eingesetzt. Hier wieder ein Tropfen Öl drauf. Und dann wird er hier eingesteckt. Das ist noch das alte Gehäuse, deswegen kommt hier nichts drunter. So, und dann mit einem Klack rascht er da ein. Sitzt auf jeden Fall drin. So, da wir hier Curyl-T einsetzen müssen für die Flachdichtung, machen wir erstmal alles mit Nitro sauber. Auch schön die Ecken. Könnt natürlich auch Aceton nehmen, wenn ihr welches bekommt. Die Gegenseite am Motor macht er natürlich genauso sauber. In die Nut kommt Curyl-T. Die anderen Nuten natürlich auch. Dann setzt er die Dichtung schön ein, drückt sie fest. Nur so ein bisschen wegwischen von dem grünen Zeug, insbesondere hier in den Ölkanälen. Und dann ein bisschen auf die Fläche drauf, insbesondere hier im unteren Teil, da werden die Dinger gerne undicht. Jetzt setzt er das Ding von unten an und da müssen erstmal alle 4 Schrauben rein. Unten ansetzen. Der O-Ring reinrastet und dann mal die erste Schraube rein. So, dann alle 4 Schrauben erstmal reinmachen. Wenn alle Schrauben mal so halbwegs drin sind, kommt der Bolzen rein. Und der muss jetzt fluchten und der bleibt drin, bis ihr die Schrauben angezogen habt. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es funktioniert. Anzugsmoment für die Schrauben sind 20 Newtonmeter. Ja. So ein Kardangelenk ist sehr hilfreich. Passt. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt, muss der Bolzen jetzt halt einfach gerade wieder rausgehen. Wunderbar. Auf das Ölventil macht dann Öl drauf. Muss nämlich nachher gut gleiten. Da hinten habe ich auch einen neuen Dichtring verbaut und jetzt wird es hier eingeführt. Also draufdrücken und gleichzeitig drehen. Irgendwann greift das Gewinde dann. Und gut ist.
Den Öldruckgeber und Schalter installieren wir auch gleich. Der war hier. Und auch wieder mit Gefühl anziehen. So, die eine Seite hatten wir den AMP-Stecker. Einfach draufstecken, gut ist. Dann kommt der Kondom wieder drüber. Auf der anderen Seite hatte ich das abgeschraubt, das Schalterchen, dann kommt der Federring drüber, dann das Mütterchen, eine 7er Schraube. Drehmoment sind sicherlich ein paar 100 Newtonmeter. Das reicht schon. So, Kondom drüber. Okay. So, die Ablassschraube am Block müssen wir natürlich auch wieder eindrehen. Die Ablassschraube bekommt ihre 20 Newtonmeter. Der Ölfilter muss natürlich auch wieder drauf. Handfest anziehen reicht. So, ich habe euch heute mal gezeigt, wie man den Ölwärmetauscher auswechselt, bzw. die Dichtungen dran. Ich muss jetzt noch das Wasser auffüllen. Ölwechsel werden wir noch entscheiden, es sind noch ein paar andere Reparaturen. Muss ja sowieso noch vieles gemacht werden, kennt ihr aus den anderen Filmen. Für diesen Film sage ich euch mal Tschüss und auf Wiedersehen im nächsten Film.